In Mannheim sind wir bei Luxhaus. Für jeden Geschmack, für jeden Anspruch, so ist die Werbeaussage. Und das Haus, das steht schon seit ein paar Jahren. Es ist aber, ich sag mal, optisch kaum in die Jahre gekommen. Ja, ich grüße dich, du bist der? Klaus, hallo, Klaus Kleen. Hallo Klaus, ja, du bist quasi der Mann vor Ort hier bei Luxhaus. Bist du immer da oder macht man mit dir einen Termin? Man macht mit mir einen Termin oder mit meinen Kollegen. Das Musterhaus ist mit ungefähr 6 Personen besetzt. So, hier vorne, da sieht man noch mehr Häuser. Ihr habt wahrscheinlich hunderte von Häusern im Angebot. Wir haben nicht hunderte von Häusern im Angebot, sondern nur eins. Und zwar jedes Haus ist ein Unikat. Alle Luxhäuser sind individuell geplant. Mein Gott, das ist ja ganz schlimm. Das bedeutet, ich kann nicht aus dem Katalog wählen, was mir gut gefällt, oder doch? Gott sei Dank nein. Wenn ich aber jetzt irgendein Haus sehe, was mir gut gefällt, im Internet oder keine Ahnung, einfach mitbringen und sagen, so und so ein Haus gefällt mir ganz gut. Das ist der richtige Weg. Habt ihr einen Plan, wo ihr auch mal Häuser zeigen könnt, die ihr bereits gebaut habt, so ähnlich wie hier jetzt auf den Bildern? Also zum einen haben wir ja hier die Ausstellungshäuser in verschiedenen Ausstellungen in Deutschland. Und zum anderen haben wir natürlich zufriedene Kunden, die gerne auch mal ihr Haus zeigen, wenn gewünscht. Das ist wirklich so. Also das hat mich gewundert. Man kann also mit zufriedenen Kunden Termine vereinbaren und die zeigen auch mal gerne das Haus, oder? Ja, sehr gerne. Warum machen die das? Weil sie zufrieden sind. Coole Antwort, finde ich. Ja, absolut. So, ich zeige es mal gerade. Die Wohnfläche hier was ganz Besonderes, ein Doppelhaus. Aber wir haben jetzt etwas ganz Tolles. Das hier könnte eine gewerbliche Einheit gemischt sein mit einem Wohnhaus, das man trennen kann oder auch nicht. So habt ihr es ja gemacht. Das heißt, So ist die Idee. Die Idee ist tatsächlich so, dass wir auf der linken Seite, also wenn man nachher reinkommt, sehen wir es ganz gut, auf der linken Seite ein Wohnhaus ausgebaut haben und auf der rechten Seite einen Bürotrakt, so dass man es wohnlich und gewerblich nutzen kann. Könnte man jetzt auch sagen, wir machen ein Zweifamilienhaus drauf? Man könnte auch sagen, wir machen ein Zweifamilienhaus daraus, dass man auch die rechte Hälfte dann eben auch zu Wohnzwecken ausbaut. Ja. Na klar. was ich ziemlich cool finde, ist, man könnte es auch so machen, dass man später wieder trennt. Das würde auch gehen. Das heißt, man würde von vornherein Stromzähler, Sachen separieren, Uhren und so weiter. Das ginge, das ist möglich und man kann es dann nochmal öffnen durch einen Zwischeneingang. Oh, das sieht man hier sehr schön. Also eine coole Geschichte. Die Form ist sehr interessant. Wenn man so von hinten kommt, wirkt es fast wie ein Flachdachhaus. Es entwickelt sich je nachdem, wie man schaut. Ja, es liegt so ein bisschen daran, dass die Terrasse eben als Flachdach ausgebaut ist und von vorne ein sogenanntes Pultdach ist. Also es ist gar kein Sattel, sondern es ist ein Pultdach. Und somit haben wir sozusagen 2 Dachvarianten. Oh, es sieht auf jeden Fall schick aus. Ich bin hergekommen, es macht was her. Preis von dem hier, wie es ungefähr hier steht, wenn man sowas wieder bauen würde? Der Preis von dem Haus, wie es hier steht, exakt liegt etwa bei 650.000 Euro. So, das sind praktisch 2 Häuser in einem, wenn man so Korrekt. möchte. Ja. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich die Planung nur einmal habe. Ich kriege 2 Häuser auf einmal. Ist es oft so, die Leute kaufen dann 2 Häuser und vermarkten das zweite? Geht das? Das würde natürlich gehen. Es ist öfter so, dass die Leute tatsächlich ein Haus in dieser Größe für sich selbst und Kinder oder eben als Arbeitsraum kaufen. Hier vorne sieht man das. Ich kann hier alles frei bestimmen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die Fenster in der Größe. Jedes Detail ist individuell planbar. Das wäre gar nichts für mich. Das kriegen wir. Echt? Das kriegen wir. Ja. Das kriegt ihr hin irgendwie. Wir Also, haben gute Luxhaus-eigene Architekten, die gerne behilflich sind, wenn es um sowas geht. so, jetzt geht es ja um das Grundstück. Wenn ich schon eins habe, ist gut. Das ist oft im Moment das Problem. Jetzt habe ich gehört, es gibt schon mal das eine oder andere Grundstück, was zurückkommt im Moment. Naja, was zurückkommt, ist so, dass es bei Gemeinden manchmal tatsächlich so ist, dass was zurückkommt. Bei uns kommt nichts zurück. Unsere Interessenten bauen weiterhin gerne und deswegen sind die Grundstücke weiterhin rar, aber wir helfen gern auch da dabei. So, es gab ja einen riesen Boom. Zinsen war das große Thema. Ja. Jetzt sind die Zinsen ein bisschen teurer geworden. Wir hoffen mal, dass es nicht zu sehr durch die Decke geht. Ihr merkt das schon ein bisschen? Wir merken das ein bisschen, aber ich kann mich gut daran erinnern, wie mein Vater gebaut hat. Da waren die Zinsen bei 13%. Ja. Echt? Das sind jetzt etwa noch 10% weniger als damals. Von daher ist die Zinssituation noch gut. Also ich kann mich daran erinnern, 8% habe ich noch erlebt, 8,5%. Aber diese Traumzinsen, wie wir sie hatten, das war ja unglaublich. Ich kann mich noch nie daran erinnern, dass man ein Haus gab für 1% oder so. Ne? Das war ein Schlaraffenland. In der Zeit haben auch viele Menschen gebaut. Ja. Damals gab es auch noch Förderungen. Aber ich glaube, die Zinssituation ist immer noch recht gut. Ja, es gibt auch jetzt wieder Förderungen, aber man weiß noch nichts Genaues, was ich erfahren habe. Aber es gab einen kleinen Startschuss. Zum 1.3. soll wieder irgendwas kommen. Es geht um das Thema, glaube ich, Nachhaltigkeit. Irgendwas war da von der KfW. Zum 1.3. wird was kommen. Es sieht so aus, die Entwürfe sind vorlageberechtigt und wir hoffen, dass sie zum 1.3. tatsächlich auch starten.
So, die Nummer 1 in der Klimatik-Wandtechnologie. Was heißt das denn? Das heißt, dass diese Wand einzigartig ist. Zum einen hervorragende Dämm- und Schallschutzwerte. Zum anderen haben wir noch eine Wand vor unserer Wand. Und da haben wir die Installationsleitung drin. Das bedeutet, wenn irgendwann mal was umgebaut werden muss, wenn irgendwann mal was neu verlegt werden muss, immer nur die Installationswand angreifen. Es geht nichts durch die Dämmung. Da habt ihr auch sogar ein Modell drin, ne? Das können wir uns dann nochmal anschauen. Ja. Nochmal, ihr habt eine Wand vor der Wand. Das bedeutet, außen ist ja oft Styropor oder sowas drunter. Ist die hinterlüftet oder wie läuft das? Da muss ich gleich was dazu sagen. Styropor haben wir nicht. Wir haben auch keine Folie. Das heißt, unsere Wand ist dampfdiffusionsoffen, ökologisch, deswegen auch Klimatikwand. Und die Wand davor ist einfach davor gebaut. Es wird tatsächlich eine zusätzliche Wand gebaut. Krass. Also ich habe das bei mir zu Hause auch. Da ist so Klinker, der ist innen drin jetzt hinterlüftet. Da ist allerdings jetzt kein Versorgungsschacht drin. Ja. Das ist wie jetzt gelöst. Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Wo wäre jetzt zum Beispiel der Schacht hier? Ich glaube, es wäre ganz geschickt, wenn wir das am Wandmodell innen mal zeigen würden. Da kann ich es genau erklären. Sehr schön. Das Fenster ist sehr groß. Das ist sehr, sehr schick. Die Verschattung außen wird sofort mitgeplant, auf Wunsch. Ja? Die Verschattung wird mitgeplant. In dem Modell sind es RAV-Stores. Man kann natürlich hier auch normalen elektrischen Rollladen oder etwas nehmen. Krass, dafür, dass das schon ein bisschen hier steht. Hier sieht man auch sehr gut, also was ich cool finde an den meisten Häusern, die hier stehen, die stehen schon ein bisschen. Dann kann man sehr schön sehen, wie sich auch entsprechend die Materialien verändert haben. Gut, ihr habt jetzt vielleicht auch, ich sag mal, die Sachen, die ihr jetzt habt, ein klein wenig anders jetzt im Programm, aber es ist lange haltbar. Natürlich verändern sich Dinge im Laufe der Zeit, das ist klar. Aber ich glaube, einiges, was man hier noch sieht, kann man auch weiterhin sehr gut verwenden. Ja, zumindest innen muss ich sagen, das ist ja auch in Benutzung. Hier laufen ganz viele Leute durch, das ganze Jahr über. Man kann sagen, das ist wahrscheinlich mehr benutzt als ein normales Wohnhaus, oder? Also was so Laufwege angeht und Türen auf und zu machen. Davon kann man sicher ausgehen. Ein normales Wohnhaus wird ja im Regelfall zwischen 4 und 6 Personen oder 7 genutzt. Hier haben wir durchaus am Wochenende auch mal 100, 150 Personen im Haus. Echt? Ja. Ist hier so voll, weil es ist normalerweise zu. Also nicht, dass er euch wundert. Wir haben heute Montag, wir kamen ein bisschen später. Er hat schon angerufen, die kommen hoffentlich noch. Ja, wir hatten heute viel zu tun. Ich war noch nie in einem Musterhauszentrum. So geht es vielen, oder? So geht es vielen. Es ist natürlich sehr schön, auch in ein Musterhauszentrum zu gehen. Denn es ist der erste Kontakt zu einem richtigen Haus. So, wir gehen rein. Und so ein Haus hat natürlich auch einen Eingang. Da ist er. Die Haustür habe ich zugezogen. Ich habe vorher geprüft, ob sie wieder aufgeht. Ich nehme an, du hast einen Chip hierzu. Es geht. Wir kommen rein. Wir kommen rein. So. Und jetzt muss man direkt anfangen. Die linke Seite von hier aus gesehen ist jetzt als Wohnhaus ausgebaut. Exakt, und die rechte genau. Seite als Bürohaus. Ja, ganz genau so ist das. Und das wäre die Hauswand zwischen den beiden Häusern. Genau, das ist die Trennwand zwischen den beiden Häusern. Immer eine F90B-Wand, also Feuerschutzwand, die auch vorgeschrieben ist für ein Doppelhaus. Feuerschutzwand. Das heißt, theoretisch könnte das linke Haus abgerissen werden. Könnte das theoretisch gehen? Ist das so miteinander getrennt? Das könnte theoretisch gehen, ist aber eine sehr unwahrscheinliche Variante. Okay. Wenn es brennen würde und das würde entsprechend ausgeführt, wäre es auch sehr unwahrscheinlich, dass der Brand rüberkommen könnte. Diese F90B-Wand ist ja deswegen F90 in der Bezeichnung 90 Minuten Widerstand gegen das Feuer. Ja. Somit sollte in dieser Zeit ein Löschwagen vorhanden sein. Also 90 Minuten, F90. Wenn wir viele blöde Fragen stellen, dann hat das was damit zu tun. Ich weiß es selber nicht. Ja. Wir müssen es neu erfahren. Diesmal bin ich nicht die Einzige, die planen, dass hier reingeht, ja. So, wir fangen links an. Was ist hier? Hier haben wir zum einen das Gäste-WC. Ich glaube, das ist das meistgenutzte WC in einem Haus, oder? Das ist sicherlich eins der meistgenutzten, klar, weil nicht nur die Familie oder der Bewohner reingeht, sondern eben auch die Gäste. Und danach haben wir einen Hauswirtschaftsraum, der hier hinter dem Gebäude liegt. Ich darf den mal sehen? Ja, oder? klar. Danke. So, ich guck mal gerade. Das ist nämlich total genial. Ihr nutzt diese Häuser richtig. Das sind keine Zombie-Häuser, die irgendwie da sind, sondern ihr arbeitet hier drin, ihr schreibt die Angebote hier, die Kunden kommen hier drin vorbei. Und was ist jetzt hier verbaut in dem Fall? Hier ist eine Wärmepumpe verbaut. Hier ist eine Luftwasserwärmepumpe verbaut, die elektrisch gesteuert wird. Okay, das heißt, das funktioniert über die Luft, die außen angesaugt wird, die wird komprimiert. Exakt so ist das. Und die Unterstützung, also das Heizungssegment ist Elektro. Und kühlen geht auch damit? Kühlen geht auch, wird über die Fußbodenheizung laufen. Ist das gut im Sommer? Weil es wird doch sehr heiß. Zwischen 1,5 und 2 Grad. Das ist ein direkter Effekt. Okay, das merkst du richtig. So, dann gehen wir mal durch. Hier ist die Garderobe hier auf der Seite. Das Hauseingang auf der rechten Seite hätte jetzt wo den Eingang Das Haus üblicherweise? auf der rechten Seite hätte
hier den Eingang, der ist im Moment natürlich etwas schmaler ausgerichtet, weil wir hier doch eben mehr den Bereich Büro haben, also keinen zusätzlichen Eingangsbereich. Ich finde das so, wie es ist, schon gut, weil wenn du halt eine große Wohnfläche haben willst und später dich sogar vorhast, dich zu verkleinern, kann ja sein, jemand sagt hier, ich brauche das große Haus mal irgendwann nicht mehr, ich will es dann auch verkaufen, die eine Hälfte, das würde gehen. Gut, am Ende des Tages sind es 2 getrennte Wohneinheiten. Das heißt, ich kann einmal verkaufen oder auch vermieten und ich habe niemanden nebendran, in Anführungsstrichen. Es ist geschlossen. So, ich zeig mal, hier ist die Küche, die Kaffeeküche. Die ist aber noch nicht so alt, oder doch? Die Kaffeeküche ist 16 Jahre alt. Boah, habt ihr schön gewählt damals. So, das heißt, die Holzfronten, die waren ja damals noch gar nicht so in Mode. Das stimmt. Ja. So, die Echtholzfronten jetzt. Dann der Boden, den finde ich extrem zeitlos. Was ist denn das für ein Boden hier? Das ist ein ganz normaler Fliesenboden tatsächlich. Der hat so einen Effekt, als wäre da irgendwas eingelassen. Nichts eingelassen, ist einfach nur strukturiert. Sieht schön aus. Danke. So, dann hier vorne, hier gehst du durch. Also das wäre der. Also ich denke schon, klar, das wären jetzt 2 Haushälften, aber dadurch, dass das miteinander verbunden ist, es hat was, oder? Ja, es wirkt natürlich auch ein bisschen schon so wie ein Einfamilienhaus. Man ist natürlich auf der einen Seite hat man immer eine geschlossene Wand. Das ist eben die Charakteristik des Doppelhauses. Das heißt, ich habe da dann eben auch keine Fenster. Aber am Ende des Tages ganz klar, man könnte es auch als Einfamilienhaus sehen. So, man könnte es aber auch für den Jungen nehmen oder die Tochter, die sagt, ja, ich will aber nicht mit den Eltern zusammenleben, unbedingt den ganzen Tag und da Teil der Familie sein. Das ist die Küche nochmal von der Seite, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich habe ja eben kurz reingeschaut, aber habe nicht gemerkt, dass hier die Wand offen ist. Ja. Das ist ja cool. Ja, so ist es. Offen. Offen ist schon 16 Jahre lang auch ein Thema bei uns. Okay, das heißt, die Räume nicht zubauen, den Sachen Platz geben. Ja. Viele gehen ja hin und reißen die Wände raus. Wie, ich sag mal, sinnvoll ist es denn manchmal ein Haus direkt abzureißen, statt zu versuchen, es zu renovieren, die Wände rauszuholen, Träger einzubauen? Es wäre töricht aus meiner Sicht zu sagen, es wäre nicht sinnvoll. Ja. Also Abriss eines alten Gebäudes ist natürlich sinnvoller wie extreme Umbauarbeiten, ganz klar. Ja, hier sieht man ein bisschen was. Was ist hier zu sehen an dem Fall? Hier ist eine Wand, die wir mal konstruiert haben für unsere Klimatikwand, die allerdings heute nur noch so Kleinigkeiten zeigt an Temperaturunterschied. Okay. Früher war das eine Dämmungsgeschichte mit der Holzfaserdämmplatte, die heute zwar immer noch gut ist, aber nichts mehr Besonderes. Das Besondere an der Klimatikwand ist eben die Zweischichtigkeit der beiden Wände. So, und das sehen wir gleich. Ja. Das werden wir gleich mal schauen. Hier vorne geht man raus, da hat man die Türen hier mit drin. Das bedeutet also ganz konkret, du hast hier ganz, ganz viele Lichteinlässe. Die kann man auch verschatten. Das kann ich aber frei wählen. Das heißt, also hier habe ich ja fast so viel Licht, wie maximal geht, oder? Das ist momentan fast das Maximale. Man muss immer ein bisschen schauen bei der Planung nach Statik, wenn es um Licht geht, Einfall und auch große Fenster. Aber dieses hier ist durchaus möglich. So, komm, wir gehen mal hoch, dass wir das mal sehen. Also jetzt Umdenken war gefragt, Simone. 2 Haushälften. Ich glaube, das wird oft genommen, oder? Ich finde es total genial, das Konzept. Du hast eigentlich eine Wohnung, aber doch ein Haus, wenn du so willst. Kostenmäßig, wenn man sich heute die Wohnungen anschaut, in den Städten, was da für Preise mittlerweile aufgerufen werden, da kann man sich schon 2 Häuser bauen fast, oder? Das könnte man durchaus. Ja, man sieht es hier, wie gesagt, es ist der Bürotrakt. Hier zum Beispiel sitzt normalerweise auch unsere Architektin, also Luxhaus hat ja eigene Architekten, die Häuser individuell mit jedem Kunden planen. So, und da sind auch Fenster bis zum Boden hin, das ist gut Stand der Dinge und geben der Sache unglaublich viel Raum. Ja, der Kubus wird natürlich jetzt sehr, sehr spannend, das heißt, ich habe jetzt viel mehr Raum. Ich kann also hier in dem Fall auf die Terrasse wahrscheinlich dort hinten gehen oder wo? Hier noch nicht, weil hier ist unser Bürotrakt und dann haben wir nicht ganz so viel Zeit, uns auf der Terrasse zu befinden, aber drüben im Wohntrakt sehen wir das natürlich. Da geht es ganz nach oben. Sehr schön gesagt. Okay, das heißt, die Kunden selber, die kommen erst im zweiten Schritt hierher dann, oder? Nein, die kommen schon im Regelfall ist es tatsächlich so, dass der Kunde oder der Interessent, die werden dann geführt, betritt, links reinkommt und auch links in den Wohntrakt kommt und dann später hier rüber geht ins Büro. Verstehen die Leute dieses Konzept gleich, wenn sie reinkommen? Nicht immer, wir erklären es aber gerne. Ja, so, hier vorne ist noch ein Büro. Genau. Das heißt, hier hätte man das Schlafzimmer dort hinten zum Beispiel oder hier links, wenn du mal gerade so liebes Genau, das wäre der Raum für das Badezimmer zwischendrin, ne, damit man das löst mit einer Einheit und okay, das heißt, sie geht zum Baden nach nebenan jetzt. Zum Beispiel. Gut, sehr schön. Die Toilette war ja unten, das heißt, ihr nutzt sie dann unten.
Hier wäre das Badezimmer. Okay, verstanden. Ja. Hier oben drüber ist ein Flachdach. Hier oben drüber ist ein Flachdach, genau. Hier oben drüber ist sozusagen die Terrasse des anderen Gebäudes. Und das Haus komplett ungefähr 650 mit der Bodenplatte? 650.000 Euro inklusive Bodenplatte, denn Preise sind immer inklusive. Und das ist auch der Schlüsselfertigpreis. Schlüsselfertig heißt einziehen. Einziehen. Schlüssel umdrehen, einziehen. Elektrik, Malarbeiten, Bodenbelege, Innentüren, Sanitärobjekte, alles drin. Ja, ich bin ja ganz neu. Die wäre auch dabei, die Treppe, oder muss ich dann so eine Bautreppe? Auch die Treppe wäre tatsächlich Die wäre dabei, sehr schön. Ja, lieber einmal zu viel gefragt. Na klar. Also schlüsselfertig bedeutet, ich ziehe ein, habe nur einen Partner, mit dem ich mich auseinandersetzen muss bei euch? Das ist so. Ein Vertrag, ein Partner. Ein Generalunternehmer. Ein Generalunternehmer, genau. Wir haben noch eine Kleinigkeit vergessen, da gehen wir noch mal hin, denn als Doppelhaus haben wir ja 2 Haushälften und somit haben wir natürlich auch auf diese Haushälfte ein Gäste-WC. Das ist natürlich ganz nett, wenn man heutzutage teilweise Männlein, Weiblein ja trennen muss. Allein die Berufsgenossenschaft will es ja schon manchmal sehen, dann kannst du das hier machen. Aber ganz anderer Stil diesmal, habt ihr ein bisschen alles eingerichtet. Ja. Aber dafür, dass es schon so alt ist, bitte, Simone? Stoß dir nicht den Kopf oder die Kamera da über dir? Die Lampe. Hier ist eine Lampe über mir. Danke, Simone. Komm, wir gehen mal rüber. Ich bin mal sehr gespannt auf diese Wandtechnik, also die ihr da habt. So, ihr habt damals schon ein Haussteuerungssystem eingebaut. Das haben wir, ja. Ja, das ist ja interessant. 16 Jahre alt. Es funktioniert noch. Ja, es funktioniert tatsächlich noch. Genau. Es ist zwar eine Anlage, die im Bereich Verschattung und Heizung funktioniert und Beleuchtung. Man kann ja heute noch viel mehr Dinge in der Haussteuerung machen. Ja. Aber es war damals schon eine Revolution. Wie ist das, wenn ich jetzt sage, ich will Smart Home und alles technisch auf dem neuesten Stand? Macht ihr das auch? Machen wir auf den neuesten Stand. Okay. Ja. Also Buschjäger ist ja immer noch ein Begriff. Gut, hier hast du natürlich mehr Platz auf der Hälfte. Das heißt, der etwas größere Platz, wie war der Wohnraum hier? Der etwas größere Platz ist hier. Wir haben hier 124 Quadratmeter Wohnfläche und drüben haben wir etwa 95 Quadratmeter Wohnfläche. Was das ausmacht, die 20 Quadratmeter? Ja, sieht man natürlich auch gleich oben. Wir haben ja oben eins oben drüber noch, deswegen sieht man es gleich. Also hier wäre praktisch die kleine Hälfte für die Schwiegermutter und die große Hälfte, ich zeig mal, eine Küche mit drin. Auf Wunsch auch mit Küche? Auf Wunsch auch mit Küche, genau. Das heißt also, wenn einer sagt, ich will es gern fix und fertig haben, viele gehen ja hin, bauen sich ein neues Haus, weil sie sagen, hey, ich brauche das riesengroße alte Haus nicht mehr mit Putzen, die Wege. Ein ganz großes Thema ist natürlich auch die Barrierefreiheit. Ein Hausaufzug würde gehen hier drin? Hausaufzug würde gehen hier drin. Es ist natürlich bei der Konzeption eines Doppelhauses mit einem Aufzug ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich auch Platz für einen Aufzug brauche. Das ist so. Treppenlift dann oder so? Muss man ein bisschen gucken. Treppenlifter, ja. Aber ansonsten ist ein Aufzug oder auch Barrierefreiheit jederzeit bei anderen Entwürfen möglich. Okay, ist ja das Thema schlechthin. Also wenn einer vielleicht ein bisschen älter wird, der sagt, dann bleibe ich nur noch unten. Das heißt, ich habe hier die Küche, linke Seite, habe hier diesen Art Wintergarteneffekt, und es wäre ja dann ein richtiger Wintergarten hier, das heißt komplett beheizt. Hier oben habe ich, ja, absolut. Ach, das geht noch ein gutes Stück höher hier hoch. Ja, das geht hier noch ein bisschen höher. Boah, das wirkt ja doppelt so groß wie drüben, oder? Bilde ich mir das nur ein? Viel Platz. Okay, verstanden. Jetzt gehe ich hier um die Ecke. Dann kommen wir in Wohnen. Ach, alles ist offen. Ja, genau. Also ich finde es total geil mit der Wand zwischendrin, wo links und rechts offen ist, so wie wir es vorhin auch mal gesehen haben. Hat die Wand hier eine statische Eigenschaft? Die Wand hatte eine statische Eigenschaft. Man hätte sie auch ein bisschen kleiner machen können, aber so ein bisschen offen und so ein bisschen abtrennen ist manchmal nicht ganz verkehrt. Warte mal, ich stelle mich mal hier in die Ecke rein. Hier bin ich an der Treppe. Boah, ist ein schönes Haus. Das ist nur eins von ganz vielen. Bedeutet konkret, ihr könnt alles planen. Gut, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin ja nicht so der Typ, ich würde sagen, ich kaufe so, wie es ist, aber das Grundstück ist ja oft das Problem, das muss angepasst werden, die Abstandsflächen und so weiter. Ja, man kann es dem Grundstück anpassen, aber man hat doch eigene Ideen. Ich glaube, ein 1:1 Hauskauf bei uns oder auch auf dem ganzen Gelände ist nicht realistisch. Man bringt seine eigenen Ideen mit, man hat was gesehen vielleicht irgendwo auf dem Bild oder auf einer Homepage und das wird dann umgesetzt. Ist das hier das Modell? Das ist das Modell. Erklär mal bitte. Wir reden schon lange drüber, aber da ist sie. Jetzt ist sie da, in live. Und jetzt kommt auch die zweite Wand. Das ist nämlich die zweite Wand, von der ich sprach. Das ist die Installationsebene. Hier laufen alle Leitungen und alle Installationen, die komplett getrennt ist von der normalen Wand. Okay.
Ja? Das ist jetzt innen, gell? Die Installationsebene. Installationsebene. So, außen. Das ist dann hier zwischendrin die Installation. Hier läuft die Installation. Das ist eine zusätzliche Wand, geschlossen. Okay, Die Installation. aber da ist ja dann trotzdem auch die, Ja, aber ich sehe die Hauptdämmung des Geländes nicht, der Wand nicht. Okay. Ja? Ich habe praktisch hier die Außenhülle. Wir haben einen Strukturputz, der in der Werkshalle aufgezogen wird, und wir haben einen Edelputz. Wir streichen allerdings den Edelputz auf der Baustelle nochmal, weil wir sagen, wir brauchen noch einen Schmutzfaktor und einen Edelfaktor. Das heißt, die Wand wird sozusagen 3-mal gestrichen. Jetzt zur Wandkonstruktion. Wir haben eine Holzfaserdämmplatte vorne. Wie man sieht, keine Folie wird benötigt und als Dämmung auch kein Styropor. Und haben eine Gesamtwandstärke von 38,5 cm. Okay, das habe ich verstanden. Bedeutet offen, das ist aber jetzt nicht so, dass das irgendwie der Wind durchgehen kann, sondern es geht wahrscheinlich um die Feuchtigkeit, diffusionsoffen. Diffusionsoffen ist immer eine Frage der Feuchtigkeit, ist immer eine Frage des sommerlichen Wärmeschutzes. Also es ist ja eine Phasenverschiebung, von der man sprechen könnte. Ich will nicht zu technisch werden, aber auch da... Du darfst jetzt mal technisch werden. Also die Phasenverschiebung heißt ja, ich muss so lange der Sonne Widerstand leisten, dass sie nicht in mein Haus kommen kann, damit eben es etwas kühl bleibt im Sommer. Jetzt habe ich verstanden, es wird ja nachts wieder kälter. Genau, so. Nachts wird es wieder kälter, deswegen kann es auch wieder sozusagen ausdünsten. Also ich brauche keine Folie. Ist das mit der Heizung, was ich da verschieben kann, die Phasenverschiebung? Nee, mit der Heizung hat das nichts zu tun. Die Phasenverschiebung ist tatsächlich die Sonneneinstrahlung, die in die Wand kommt. Und da kann man so rechnen, wenn jemand von Phasenverschiebung spricht, so 12 bis 14 Stunden sollte schon halten, damit die Sonne nicht so stark eindringt den Tag über. Ist das schön kühl hier drin? Das ist schön kühl hier drin, im Moment ist es schön warm. Kann ich mir das so vorstellen? Also hier wird es dann genauso weitergehen. Also wieder Genau, das ist ein Anschnitt und so geht es dann weiter. Ja, das sind immer die. Zwischen Brettern ist die. Das sind die sogenannten Holzstiele, so nennen wir die. Ja. Genau, die Holzstiele. Ja. Und da zwischendrin sind dann immer die Dämmungen. Ja, okay. So, und das ist so ein Fenster hier. Dreifach, die sehen heute wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ja, dreifach verglast, so ist das heute. Man kann zwischen verschiedenen Varianten wählen. Klassisch ist heute immer noch das Kunststofffenster. In vielen Fällen heute nach 70-16 RAL, also schwarz, Anthrazit. Das ist so ein Trend der Zeit. Es gibt aber natürlich auch Holz- oder Holz-Alu-Fenster oder klassische ganze Alu-Fenster. Ja, die waren ja auch mal braun, kann ich mich dran erinnern. Die Zeiten sind vorbei. Innen. So, hier sieht man es. Also weiß wäre denn innen, schwarz wäre außen. Das Verziehen der Fenster, wie, ich sag mal, das ist jetzt Kunststoff, der muss ja extrem schlagfest sein und sollte auch nicht ausdünsten, irgendwelche Lösungsmittel oder Weichmacher? Gar keine. Gar keine. Gar keine. Selbst in der Wand nicht, keine Lösungsmittel, keine Weichmacher, keine zusätzlichen Nägel oder Tacker, weil unsere Wand wird heiß unter Druck verleimt, ökologisch. Sehr schön. Also das sind die feinen, aber kleinen Unterschiede. Wie lange braucht ihr denn, um das Haus zu stellen? Also um das Haus zu stellen, brauchen wir 3 Tage. Ja. Dann ist das Haus gestellt. Damit ist es aber noch nicht übergeben. Okay. Also dann kommt der Innenausbau. Ein halbes Jahr? Oder? Das ist zu lange. Also ein halbes Jahr ist schon für ein Haus von der Größe von zwischen 250 und 300 Quadratmeter. Ich denke für ein Haus in dieser Größe, das wir hier haben, etwa 4 Monate. Ihr könnt liefern? Wir können liefern. Okay, schnell? Wie schnell? Ja, wir können liefern. Es hängt ein bisschen an Baugenehmigungszeiten, an Planungszeiten und so weiter. Aber wir können liefern, ich denke mal, innerhalb von 12 Monaten. Simone, du magst mal hochgehen? Eine große Treppe. Auch die kann ich mir von der Steigung, da gibt es ja Normen von Treppen. Ja, es gibt Normen, aber die sind nicht so eng gesetzt. Es hat ein bisschen was mit den Stufen zu tun, es hat ein bisschen was mit den Abständen der Stufen zu tun. Aber da halten wir uns natürlich immer dran. So, hier siehst du... Echt, das ist schon so alt, das Bad. Ihr habt echt Geschmack gewiesen damals. Auch das Bad hat 16 Jahre auf den Schultern. Ich glaub's nicht. Sehr, sehr zeitlos. Es ist so. Oder? Ja. Also wenn die Leute reinkommen, es könnte auch heute noch so fast gebaut werden. Hat damals jemand eine gute Idee gehabt, sagen wir es so. Also, das Bad ist vollkommen frei konfigurierbar. Da müsst ihr euch übrigens dran gewöhnen. Ihr könnt das Haus so kaufen, wie es ist. Das werden die wenigsten tun. Aber mit einer Holzbadewanne, auf die Idee kam ich ja jetzt auch nicht mehr so oft. Dann hast du hier so Glaswände als Spritzschutz.
Ja, ist das nicht klasse für die Leute, dass die sehen können, wie das Haus nach 15 Jahren aussieht? Also außen, innen, nach der ganzen Benutzung, das ist da auch noch ein Prädikat, oder? Das ist schon toll. Also das ist ein weiteres Prädikat. Natürlich wünscht man sich manchmal, ein neues Haus zeigen zu können. Aber auch hier kann man zeigen, wie es eben aussehen kann nach so einer langen Zeit. Du hast aber Glück hier mit dem Haus. Also es ist nicht so, ich hätte dir das nicht abgekauft. Hättest du gesagt, das ist hier 2017, hätte ich es auch noch geglaubt. Ja, gut. Das ist schön zu hören. Buschjäger, da hätte man es vielleicht dran erkennen können. Da sind aber, auch das kann man ja tauschen. Man kann die Technik, das Bussystem liegt. Ja, das Bussystem liegt heute bei Luxone. Das ist unser Partner, wenn es um Smart Home geht. So, und dann der Boden. Was ist das für ein Boden hier? Das ist ein Parkettboden. Auch dir Parkett, Echtholzparkett. Echtholzparkett. So, und das ist wirklich so nach geschätzten 50.000 Besuchern hier drin. Und die laufen ja hier durch. Also das habt ihr gut gewählt, den Boden, oder? Vielen Dank. Den haben wir natürlich auch ein bisschen deswegen gewählt, weil wir wissen, dass hier so viele Menschen durchlaufen. Also es ist auch ein strapazierfähiges Parkett. Allerdings Luxhaus Ausstattung. Das heißt, Sie können jederzeit, wenn Sie das möchten, auch dieses Parkett oder anderfarbiges bekommen in dieser Qualität. Sag mal, das Haus ist doch gefühlt doppelt so groß wie das da nebenan. Nein. Nee. Ist das so ein Trick oder womit arbeitet ihr? Nein, es ist kein Trick, es sind einfach ein paar Quadratmeter mehr. Wir haben natürlich hier auch durch die Fassade hier vorne, durch den Wintergarten, die Wintergartenfassade und schafft Raum, oder? Das schafft natürlich Raum und schafft natürlich Fläche und beleuchtet natürlich viel, viel besser. Warte, ich guck mal hier runter. Also Simone, da könntest du deinen Hausgast schon begrüßen. Komm ruhig schon mal rein, ich brauche noch 10 Minuten. Ja. So, das wäre dann das Kinderzimmer. Anzahl der Kinder, wie viel willst du haben? 6? 0. Naja, mal schauen. Ich frage dich mal in 5 Jahren. Mal schauen. Aber viele planen ja das Thema Kinderzimmer aktiv mit, die herkommen. Jetzt sind es aber so, wenn man die Preise sieht, natürlich so die jungen Familien, da scheitert es oft am Geld. Oder gibt es auch die sagen, ich habe hier Einkommen mal 2, wir können uns das leisten? Es gibt oft Einkommen mal 2, es gibt oft Interessenten, die auch das Geld dafür haben. Und auch bei jungen Familien werden Kinderzimmer mitgeplant. Vielleicht gibt es auch mal den Vater, der sagt, komm, Erbe und so weiter. Anzahlung, was würdest du empfehlen? Anzahlung würde ich gar keine empfehlen, denn wir wollen keine Anzahlung. Bei Luxhaus ist es so, dass wir den Hauspreis erst möchten, wenn wir unsere Leistung gebracht haben, nämlich dann, wenn das Haus steht. Echt? Ja. Warum? Weil das so ist. Das wollen alle, Anzahlung. Oder viele. Sowas. Kann sein, aber wir sind ja nicht die vielen. Sehr schön. Hast du gut gesagt. Warte, ich gehe mal hier rein. Reingeschaut habe ich eben schon. Das hier ist das Element draußen, hat das irgendeine Funktion? Oder? Das Element hat die Funktion des Besprechungsraumes, dass wir den ab und zu nochmal brauchen und drüben nicht mehr untergebracht haben, weil, wie gesagt, unsere Architektin drüben sitzt und ein Verkäuferkollege. Und deswegen haben wir hier noch einen zusätzlichen Besprechungsraum. Ich glaube, er meinte jetzt hier das Element, oder? Hier das draußen, ja. Das Element, nein, das ist ein zusätzliches Austrittselement. Man könnte es als Austritt auf einen kleinen Balkon nutzen. Okay. Hier vorne sieht man, da kann man zum Beispiel die Wäsche trocknen oder mal rausgehen. Genau. Okay, verstanden. So, dann, ja, das wäre der Raum hier. Das ist ja jetzt eins von ganz vielen. Trotzdem wollen wir mal zeigen, die Ideen, die die Architekten an den Tag bringen, das ist ja ganz wichtig. Die müssen sich ja gut einfühlen können in die Menschen, die vor ihnen stehen. Natürlich, auch dieses Haus ist ja von Wünschen eines Menschen entstanden, also von uns. Und hier sind natürlich auch architektonische Dinge drin, wie zum Beispiel dieses Abstellmedium über dem normalen Bett. Das ist ja genial. Ich finde es gut, ich habe ja keinen Keller. Was man damals nochmal eingearbeitet hat, einfach um nochmal Stauflächen und Stauräume zu gewinnen. Wie kommt man da dran? Man kommt da dran mit einer Leiter. Tatsächlich, wie als wenn man an ein Hochbett kommen würde und hat da nochmal einen zusätzlichen Abstellraum. So, hat eine Tür, das heißt noch einen Fluchtweg nach oben. Ja. Der dann kam, aber es kommt noch viel besser. Die Simone denkt schon drüber nach, ja, wie komme ich da hoch, um da zu schlafen? Aber das ist so, ich gehe mal kurz hier rein. Langsam ein paar Tage. Ja gut, wir haben ja viele Tiny Häuser gefilmt. Da ist die Grundfläche des Hauses so groß wie das da oben. So, und das hier ist, ich zeige mal gerade den Schrank hier drin, dass man mal die Raumhöhe mal Du sagst aber sieht. jetzt nicht, dass ich da irgendwie hochklettern soll. Nein, sollst du nicht. Nee, das lass Ich habe mal. auch die Leiter gar nicht da. Alles gut. So, die Leiter Ich ist muss nicht da. sonst immer überall hochklettern. Also viel Licht, große Fenster, die Verdunklung einmal von innen, von außen, habe ich beides. Dann die Schränke, auch die sind so hoch, dass du hier definitiv einen Hocker brauchst. Ja.
Also man hat so viel Raumhöhe hier drin, das ist so ein cooles Gefühl. Ganz ehrlich, also die Architektin, die es damals entwickelt hat, könnte man heute noch so bauen. Gibt es Kunden, die sich stark inspirieren lassen von dem Haus? Von dem Haus lassen sich natürlich einige Kunden inspirieren, gerade die ein Doppelhaus suchen. Alle anderen Dinge, die sind dann eben nochmal über den Architekten anders planbar. Es hat mir eben schon gut gefallen, muss ich sagen. Wir gehen mal hoch, denn Simone, es kommt noch ein Stockwerk. Als ob damit kein Ende wäre. Wir gehen hier hoch und dann eröffnet sich ein wahnsinniges Teil, nämlich eine große Dachterrasse. Da muss ich jetzt mal Ist die auf? Nein, Ach so. die kann ich auch im Moment nicht öffnen. Wir haben draußen ein paar Renovierungsarbeiten im Moment draußen und deswegen haben wir es für Kunden im Moment leider geschlossen. So, ich zeige es aber trotzdem mal. Warte mal, ich gehe mal hier ganz um die Ecke. Das ist der Traum. Wäre das begehbar auch dahinter? Ja, dahinter ist es auch begehbar. Allerdings ist es hier natürlich begrünt, kiesgeschüttet für das Flachdach. Man könnte die Terrasse aber noch weiter rausziehen. Also wenn das einer haben möchte, Ja. dann kriegt er das. Tatsächlich wollte ich gerade genau dieselbe Frage stellen. Ja, das war mir klar. Weil sich die Simone da schon auf ihrem Badetuch gesehen hat im Sommer. Über dem Maimarkt in Mannheim. Ja, tolles Musterhauszentrum. Ist interessant, jeder hat ein anderes Konzept. Also es lohnt sich echt hierher zu kommen, denn ich habe jetzt gedacht, jetzt gibt es 15 gleiche Häuser. Bitte mal öffnen Ich hier. glaube, hier wird jeder fündig. Nee, Da ist auch zu. Ja. Gut, was ist dahinter? Da ist noch ein Abstellraum. Ein Abstellraum. Ich glaube, das ist sehr wichtig, oder? Dass du ein bisschen Platz hast. Ich Das brauche heißt, einfach Abstellräume, ich brauche einfach Möglichkeiten, wie wir unten im Schlafzimmer gesehen haben, dass eben nochmal Stellflächen da sind. Gerade wenn ich so baue wie hier, denn hier haben wir auf einer Bodenplatte gebaut, also kein Keller drunter. ich guck mal gerade hier runter. Dieses Raumgefühl, das komplett beeindruckend, offene, ne? ist beeindruckend. Ja. Also Ja. wenn du hier so runter guckst, dann das siehst, du bist auf der Dachterrasse, genießt morgens den Ausblick dann vielleicht auf die Nordsee, je nachdem, wo du stehst. Ja, wenn du eine Baugenehmigung kriegst für so ein Haus hier, das ist die Frage. Aber du bist ja hier in der Dachterrasse über allem so ein bisschen. So ist das, so ist das. Wir haben natürlich hier eine recht hohe Höhe dann auch und sind im Regelfall über den Nachbarhäusern oben drüber. Von daher tollen Ausblick. So, bitte vorher die Baugenehmigung anfragen. Aber das wird ja vorher alles geklärt. So. das wird vorher geklärt. Ja, wir sind durch. Interessant. Und euch gibt es schon lange eigentlich? Uns gibt es schon lange, seit 1924. 1904, jetzt muss ich mal rechnen. Nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr werden es 100. Krass, da brauche ich ja gar keinen Taschenrechner. Ja, das war einfach 100. 100 Jahre Familienunternehmen, Made in Germany oder manchmal sagen wir auch Made in Franken. Kommt aus Franken? Ja, genau. Und wo da? Georgensgemünd ist eine kleine Gemeinde zwischen Nürnberg und Roth. Oh, das Am ist, Brombachsee, vielleicht sagt das jemand. ist Mittelfranken, oder? Das ist Mittelfranken. Mittelfranken. Du bist auch kein Frank, oder? Nein, ich bin Hesse. Hesse. Okay, wo kommst du her ursprünglich? Ursprünglich komme ich aus Großumstadt, das ist in der Nähe von Darmstadt. Okay. So, und jetzt hier gelandet. Okay. Ja, sie kommt ja auch aus Hessen. Alles klar. So, wir gehen runter. Also ganz ehrlich, ich kaufe dir das nicht ab hier, dass das nur 20 Quadratmeter mehr sind. Aber du sagst, es Nee, ist es so. sind ja auch 24. Also die Hessen. Von daher. Tolles Haus. Aber wollen wir nicht kleinlich sein. Ja, vielen Dank, dass du gewartet hast, denn ich hätte es wahrscheinlich nie erfahren, wie toll dieses Haus ist, aber wir haben ja die Zeit jetzt dafür da, dass wir uns wirklich da intensiv miteinander auseinandersetzen können. Ihr habt wie viele Leute hier in dem Zentrum hier? Hier im Zentrum arbeiten 5 Kollegen, also 4 Verkäuferkollegen und eine Architektin, eine festangestellte Architektin. So, und da, guck mal hier, das neue Musterhaus. Ich habe draußen, vielleicht können wir das gerade nochmal abfilmen, wenn wir da mal reingehen. Also hier sieht man auch die verschiedenen Dachformen. Genau, verschiedene Planungsideen, Pultdach, normales Satteldachhaus, Flachdachhaus. Und das ist ein Satteldach, richtig? Das ist ein Satteldach, genau. Was ist das? Und das ist ein Pultdach, weil die beiden Dachhälften oben etwas gegeneinander stehen. Dann haben wir ein Flachdach, auf der linken Seite unten haben wir dann eine Stadtvilla. Wir haben sogar noch mal mit dran geschrieben extra, Ja, ich hab's die dann ein jetzt Walmdach hat. gesehen. Alles gut. Der weiß das nicht auswendig. Guckt jedes Mal drauf noch. Er muss es ablesen. Muss es ablesen. Ja, na klar. Du machst das schon lange, oder? Den Job? 29 Jahre, ja. Sag mal, du hast ja alles erlebt, ja. Und du hast es eben noch erzählt mit den 13% Zinsen, das hast du selber nicht erlebt, oder? 13% Zinsen habe ich nicht erlebt, aber 11,75 in etwa haben Kunden von mir finanziert. Das ist immer noch Es ist immer noch eine. Natürlich ist man jetzt dadurch, dass die letzten 2-3 Jahre so waren, verwöhnt mit den Zinsen. Aber alles, was sich im Moment noch bewegt, sind ganz normale, sehr gute Finanzierungszinsen. Das ist so. So, komm, wir gehen noch mal kurz raus und dann filmen wir noch mal das Schild ab.
Und da habt ihr nämlich einen riesen Plus gemacht. Ihr habt nämlich alles, wenn du mal gerade so lieb bist, meine gleich mitnimmst die Tasche. Dann zeigen wir es nämlich hier, das Deutsches Fertighauszentrum, Luxhaus Niederlassung Mannheim. Und ihr kommt aus Georgensmünd. Wo sind denn noch Häuser von euch in Deutschland? Also wir haben noch Ausstellungshäuser in Bad Vilbel, in Stuttgart-Fellbach. Dann haben wir in München-Poing noch ein Ausstellungshaus. Wir haben ein Ausstellungshaus in Hessdorf, das ist auf dem Weg nach Nürnberg an der A3. Und haben ein Ausstellungshaus natürlich an unserem Werkstandort in Georgensgemünd. So, und ihr baut ja kein Haus zweimal. Das ist so. Wir bauen kein Haus zweimal. Auch nicht in den Ausstellungen. Das heißt, in den Ausstellungen. Also es lohnt sich immer, den Weg auf sich zu nehmen und zu gucken, wie denn das andere Luxhaus aussieht. So, und die Simone rollt mal das Köfferchen runter. Heute ist der 6. Februar 2023. Wir sind in Mannheim im Deutschen Fertighauscenter. Spannend, oder? Ja, absolut. Ja. Und ich danke dir recht herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ich habe zu danken. Tschüss, danke. Ciao.